Heute wollen wir über dieses Aluminiumband sprechen, was verstärkt ist mit Glasgittergewebe. Was kurz zuvor geschah. Was hat denn, was liegt hier für ein Schwachsinn? Was ist das denn für ein nutzloses Klebeband? Das klebt ja gar nicht. Was ist das für ein Müll? Das kann doch kein Mensch gebrauchen. Der ist sich echt für nichts zu schade, Mann. Oh. Ja, wollen wir doch mal gucken. Wir werden ein paar Experimente machen, ob es hält, was es verspricht. Kommen wir dazu, was behauptet der Hersteller? Der Hersteller sagt, es ist hitzebeständig, es ist selbstklebend, es ist wasserfest. Ja, die Werbung sagt oft vieles, doch wie ist die Realität? Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich habe hier was vorbereitet. Ja, und der Domilito, der muss hier ein bisschen herhalten. Ich habe es noch nicht fertig gemacht, weil ich will euch zeigen, dass es hier keine wasserdichte Hülle ist. Na? Nur wenn ich das Klebeband direkt auf das Papier klebe, dann kann man danach nicht mehr gucken, ob es nach der Dusche noch trocken ist. Weil dann ist es zerrissen. Deswegen habe ich das so schon mal vorbereitet. Ja, jetzt kleben wir einfach die letzten 4 Bänder drumherum und können dann mit unseren Experimenten starten. An der Stelle sei dazu gesagt, dass das Video gesponsert ist von dem Hersteller des Klebebandes, der mir das Klebeband netterweise kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Doch dieses Sponsoring hat keinerlei Einfluss darauf, wie ich dieses Produkt bewerte, und das habe ich auch ganz klar zum Ausdruck gebracht. Was man bei diesem Klebeband positiv erwähnen muss: Kennst du das Phänomen? Man hat eine Kleberolle und die verklebt und man kommt nicht mehr ans Ende ran. Das passiert hier nicht. Weil hier ist so ein kleines Papier drauf. Das kann man, wenn man Fingernägel hat, nämlich gut lösen. Und so findet man das Ende sofort. Finde ich persönlich wirklich gut. Jetzt ist unser kleines Experiment vorbereitet. Und was habe ich vor? Ich werde natürlich Feuchtigkeit testen. Natürlich nicht hier im Wohnzimmer, sondern im Bad. Wir wollen es nämlich ordentlich nass machen. Ich will aber auch die Stichfestigkeit testen, ob nämlich das Band praktisch verhindert, dass ich den Domilito hier in 2 schneide. Dazu werde ich dann einen weiteren Streifen über Domilito rüberkleben. Und natürlich, nicht zu vergessen, der Hitzetest. Ich werde also mit Feuer an das Klebeband rangehen, auch über unseren Freund Domilito, und wir werden mal gucken, ob er zusammengeschmolzen wird oder ob er nach den ganzen Experimenten noch so aussieht wie jetzt, nur ohne diesen Plastikschutz, den wir dann natürlich auch komplett entfernen werden. Und zu diesem Zweck werde ich ein Band in der Mitte über Domilito platzieren. Und dann können wir mit unseren Experimenten nämlich schon beginnen. So, und zwar fangen wir doch einfach mit dem Feuer an. Was wird passieren? Der Hersteller sagt, es ist hitzebeständig. Das heißt also, eigentlich sollte es nicht durchbrennen. Zumindest nicht bei einem normalen Feuer. Ne? Wir reden hier natürlich nicht davon, wenn das ausbrennt, sondern wir reden von kleinem Feuer. Klappt wieder hervorragend, wie man sieht. Fangen wir mit dem Feuer an, weil wenn alles nass ist, dann ist das mit dem Feuer etwas blöd. Ich würde mal sagen, leichte Verfärbung, aber Feuertest bestanden. Ich wage mal zu behaupten, unser Domilito ist noch einwandfrei in Schuss. Nächstes
wollen wir mal das Messer testen. Das ist ein asiatisches Messer, es ist super scharf. Man kann sich super damit verletzen. Wir wollen mal gucken, ob wir es schaffen, unseren Dommelito damit 2 zu teilen. Klar, man sieht eine Spur im Klebeband durch das scharfe Messer. Aber trotzdem, wie wir sehen, sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwas durchgeschnitten wäre. Aber spätestens beim Wassertest werden wir ja sehen, ob Wasser eindringt. Dann wissen wir, dass hier doch was durchgegangen ist. Dann sehen wir auch, ob es einen Schnitt gibt oder ob der Dommelito einfach nur ertrinkt. Wir sehen auch im Wassertest, von wo das Wasser kommt. Kommt es von hier oder kommt es von den Seiten? Wir erinnern uns, es ist wasserfest und dürfte eigentlich durch Wasser nicht abfallen, sich lösen oder undicht sein. Das testen wir jetzt im Bad. Ja, Licht und ja, man kann mich sicher auch nicht so perfekt sehen, aber ich soll ja auch ja gar nicht im Fokus liegen. Wir wollen ja unseren Dommelito betrachten, ne, von Marcelito TV. Nehmen jetzt die Dusche und werden einfach mal Wasser rüberlaufen lassen. Ja, das ist auch heißes Wasser. Das heißt, es sollte sich lösen. Also soll es nicht, aber es könnte. Und dann wird unser Dommelito ertrinken. Ja, kommen wir jetzt zur Auflösung unseres Experimentes. Zum Aluminiumklebeband mit Glasgittergewebe laut Hersteller. Ihr seht, es sind noch die gleichen Spuren vom Messer drin. Das heißt also, ich kann nicht irgendwie ein bisschen geschummelt haben. Und davon hätte ich auch nichts, weil Ehrlichkeit steht hier an erster Stelle. Ihr seht auch diese braune Stelle vom Feuer, sieht noch genauso aus wie vorher. Ich habe es ein bisschen abgetrocknet vom Bad her. Und jetzt wollen wir gucken, wie sieht unser Dommelito jetzt darunter aus? Ist er zerkratzt? Ist er feucht geworden? Hat er sogar einen Brandfleck? Wir werden sehen. Der Hersteller wirbt damit, dass es sehr klebefest ist. Das ist es. Aber guckt mal hier. Unser Dommelito in einwandfreiem Zustand. Hier haben wir einen ganz leichten Tropfen, was aber daher rühren kann, dass vielleicht da das Messer durchgedrungen ist. Aber wir wollen daran erinnern, der Hersteller hat ja nicht damit geworben, dass das Klebeband so konstruiert ist, dass man da mit Messern drauf rumspielen kann und es hält. Das war sozusagen ein Bonusexperiment, weil ich sehen wollte, ob das Material gut genug ist, auch einem scharfen Messer standzuhalten. Doch ihr habt gesehen, wie ich rübergegangen bin mit dem Messer. Und man sieht, na, ich habe ihn jetzt hier auch festgeklebt. Wasserfest, denke ich, können wir bestätigen, oder? Man beachte, ich habe wirklich viel Wasser raufkommen lassen und wir haben es ja vorher noch mit diesem Messer misshandelt. Vom Feuer sehen wir nicht ein bisschen. Nichts ist durchgekommen. Was können wir also zu diesem Klebeband sagen? Taugt es etwas? Es wird ja beworben, dass man damit Sachen reparieren kann, dass sie gut halten, dass Sachen geschützt sind. Und ich würde ganz klar sagen, ja, an der Stelle würde ich dem Produkt tatsächlich 5 Sterne geben. Und das nicht irgendwie, weil der Hersteller gesagt hat, ich gebe dir einen Euro, wenn du mir 5 Sterne gibst, sondern einfach, weil es das auch wert ist. Na? Also, ihr seht es ja selbst. Na, die leichten Wassertropfen hier, völlig in Ordnung. Wenn man bedenkt, dass wir es vorher auch mit dem Messer bearbeitet haben. Aber vom Messer leichte Eindruckstellen, die aber durch Druck sind. Es sind keine Schnitte.
Das sind keine Schnitte. Wenn man jetzt trocknen lässt, kann man ihn wiederverwenden. Und wir sehen auch hier im Brett keine Schäden. Nichts kaputt. Es ist auch gut wieder abgegangen, wo wir es brauchten. Also wir sehen, der Hersteller hält, was er verspricht. Und von daher kann ich dieses gute Stück nur weiterempfehlen. Ja, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe den Hersteller direkt verlinkt bei Amazon. Das ist ein Affiliate-Link. Ich halte eine kleine Provision davon. Wenn ihr bei diesem Link einkauft, entweder das Klebeband oder auch andere Produkte, würde mich sehr freuen. Schaut es euch an, lest euch die Beschreibung durch. Und ich denke, ihr werdet nach diesem Video wissen zumindest, worauf ihr euch einlasst, nämlich auf einen Qualitätskauf. Und das ist leider heutzutage alles andere als selbstverständlich.